Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der Madridismo hat ein neues Idol und ich rede nicht nur über die Fans, ich rede über Zeitungen, Radiosender, die Mitspieler und den eigenen Trainer. Alle sind begeistert von Franco Mastantuono und am Sonntag erwartet ihn vielleicht eine riesen Überraschung. Was da los ist, erfahrt ihr natürlich im Video. Aber wir unterhalten uns nicht nur über den Argentinier, wir unterhalten uns in diesem Video auch über zwei andere Neuzugänge, Dean Howson und Álvaro Carreras. Ich habe da sehr interessante Statistiken für euch. Und zu guter Letzt, das Santiago Bernabéu bereitet sich vor auf die NFL und auf Konzerte, die noch dieses Jahr stattfinden sollen. Was da los ist und viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, auch wenn das Spiel gegen Osasuna nicht das von den Fans erhoffte Feuerwerk war, wobei ich auch sage, das war von uns Fans ein bisschen naiv. Wir können uns nicht beschweren, dass unsere Mannschaft nur 2 Wochen Vorbereitung hat, mit Doppelsessions, Gym, Training, Laufeinheiten etc. und uns dann wundern, dass unsere Jungs gegen Osasuna schwere Beine haben. Also, das war wie gesagt ein bisschen naiv von uns. Trotzdem hat der Madridismo sich ein Feuerwerk erhofft. War sehr unrealistisch. Trotz alledem ist dieses Spiel für einige Spieler ein ganz besonderes, unvergessliches Erlebnis. Unter anderem für Trent Alexander-Arnold, Dean Howson, Álvaro Carreras und Franco Mastantuono. Die Spieler, die ihr erstes offizielles Spiel als Spieler von Real Madrid im Santiago Bernabéu gespielt haben. Und ein Spieler wurde vom Stadion deutlich mehr gefeiert als alle anderen. Und das war Franco Mastantuono. Das Santiago Bernabéu hat ihm Standing Ovations gegeben, als dieses 18-jährige Supertalent eingewechselt wurde. Und das hat natürlich auch der Asso gesehen und hat heute berichtet, Nuevo Idolo. Ich glaube, das brauche ich nicht übersetzen. Neues Idol. Mastantuono dispara la ilusión en el madridismo. Mastantuono erweckt die Illusion, die Hoffnung im Madrid. Das Bernabéu verneigt sich vor dem Argentinier und Xavi überlegt, ihn als Stammspieler spielen zu lassen. In Argentinien vergleichen sie ihn bereits mit Zinedine Zidane. Ja, das war die Hommage vom Ass an Franco Mastantuono. Aber es ist nicht nur beim Titelblatt geblieben. Nein, es gibt auch einen Bericht und den schauen wir uns zusammen einmal an. Ein neues Idol ist bei Real Madrid geboren worden und sein Name ist Franco Mastantuono. Das konnten wir am vergangenen Dienstag im Bernabéu sehen, denn die Wahrheit ist, dass die Fans, ich glaube, völlig aus dem Häuschen waren, als er das Spielfeld betrat. Sogar schon davor, was ich so noch nie erlebt habe. In all den Jahren, in denen ich über Real Madrid berichte, ist das weder bei Vinicius noch bei Rodrigo noch bei Güler passiert. Bei keinem dieser 18-jährigen Jungs, die ihr Debüt bei Real Madrid gaben, gab es die Erwartungshaltung, die man jetzt erlebt hat. Und vor allem nicht die Begeisterung, die der Argentinier auslöst. Und naja, ich glaube, der Junge hat ehrlich gesagt auf diese Erwartung reagiert oder besser gesagt, er hat dieser Erwartung entsprochen. Er zeigte sich spritzig, wie Xavi sagte, als Unruhestifter. Und das ist etwas, das die Fans von Real Madrid mögen, die jungen Spieler zu sehen. Ich würde sagen, nicht nur die Madrid-Fans, sondern auch in Argentinien, wenn man sieht, wie die Medien reagiert haben, ist ein regelrechter Euphoriezustand um Mastantuono ausgebrochen. Und naja, mal sehen, wie Real Madrid damit umgeht, angefangen bei Xabi Alonso, der tatsächlich darüber nachdenkt, ihm schon bald einen Platz in der Startelf zu geben. Der ursprüngliche Plan war, dass es beim Spiel gegen Mallorca passiert, also am 3. Spieltag der Liga im Santiago Bernabéu. Aber vielleicht könnte dieses Debüt gegen Osasuna, bei dem Mastantuono so einen perfekten Einstand hatte und wir Xavi in der Pressekonferenz gesehen haben, wie er ihn gelobt hat, das Ganze beschleunigen.
Ich schließe das jedenfalls nicht aus, vor allem wenn man das unsichere Spiel von Brahim sieht, der sein größter Konkurrent auf dieser Position ist. Denn Rodrigo ist aus Sicht aller aus dem Rennen, sei es, weil Xavi ihn nicht mag oder weil er, wie wir alle wissen, kurz davor steht, den Verein vor dem 31. August zu verlassen. Nun, ehrlich gesagt scheint es eine ideale Situation zu sein, damit Mastantuono das Überholmanöver schaffen und wie gesagt sogar in Oviedo die Startelf erobern kann. Etwas, das, wie es scheint, ein großer Teil der Madrid-Fans, sowohl die im Bernabeu als auch die außerhalb, wenn man die Stimmung der weißen Anhängerschaft ein wenig eingefangen hat, erwartet. Schauen wir mal, was mit Mastantuono passiert. Aber ich glaube, es ist klar, dass hier ein Idol geboren wurde. Ein Idol, das ein aufstrebender Star ist von höchster Klasse. Und wie ich schon sagte, wird er früher oder später Stammspieler bei Real Madrid sein. Ja, ihr habt es selber gehört. Xabi Alonso ist begeistert von diesem Jungen, der Madridismo sowieso. Und Xabi Alonso überlegt ihn tatsächlich am Sonntag gegen Oviedo bereits in der Startelf stehen zu lassen für einen Brahim, der zugegebenermaßen gegen Osasuna nicht einer der stärksten Spieler war, wobei ich sagen muss, er war auch nicht wesentlich schlechter als die anderen. Die ganze Mannschaft hat natürlich noch schwere Knochen. Trotz alledem, gestern habe ich euch auch gezeigt, was ein Xabi Alonso über diesen Jungen gesagt hat. Aber nachdem wir uns angehört haben, was der Ass gesagt hat und was gestern ein Xabi Alonso gesagt hat, hören wir uns mal an, was ein Dani Carvajal gesagt hat. Der rechte Verteidiger, der mit ihm zusammen auf der rechten Seite spielen soll. Hören wir da zusammen einmal rein. Nun, es ist noch sehr früh, oder? Es ist noch sehr früh, um ein Urteil zu fällen, aber wie gesagt, ich denke, mit 18 Jahren ins Bernabeu zu springen und den Ball haben zu wollen, sich anzubieten, wie du richtig sagst, eine Drehung zu machen, einen Tunnel zu versuchen, das zeigt die Persönlichkeit, die er hat. Und wie gesagt, er ist ein junger Kerl, er braucht Zeit, wir sollten ihm auch nicht zu viel Druck an seinem ersten Tag machen, aber wie gesagt, ich denke, er ergänzt unseren Kader enorm und wird uns sehr helfen. Ja, ihr habt es selber gehört. Auch der Kapitän Dani Carvajal sieht in Franco Mastantuono einen riesen Mehrwert für die Mannschaft. Dieser Junge, wie man in Spanien sagt, ist auf den Füßen im Santiago Bernabéu gelandet, begeistert jetzt schon die Massen und was viel wichtiger ist, begeistert jetzt schon Xabi Alonso. Ich selber muss zugeben, sein Debüt war für mich ganz okay, aber anscheinend sieht ein Xabi Alonso Sachen in ihm, die ich noch nicht sehe, aber ich lasse mich gerne überzeugen, gerne von dem Hype mitnehmen und ich bin gespannt, wie seht ihr das? Würdet ihr Franco Mastantuono gegen Oviedo starten lassen oder wäre euch das noch zu früh? Ja, aber wie gesagt, wir unterhalten uns nicht nur über den Argentinier, der gerade diesen unendlichen Hype in Madridismo auslöst, wir unterhalten uns auch über die anderen Debütanten. Ganz ehrlich, über Trent Alexander-Arnold habe ich gestern schon geredet. Das war wohl nicht sein erhoffter Start und ein Dani Carvajal macht von hinten auch schon Riesendruck. Und wenn ihr wissen wollt, was er für einen Druck macht, schaut euch mal das Tor, was er im Training macht. Das lasse ich mal parallel laufen. Verwandelt sich Dani Carvajal einfach mal in Prime Maradona. Naja, wie dem auch sei. Trotz alledem, Trent Alexander-Arnold, habe ich gestern schon gesagt, der kommt in der neuen Liga an. Das war sein erstes Spiel, lasst ihm mal 2-3 Monate Zeit. Selbst ein Kylian Mbappé hat 3 Monate gebraucht. Dann können wir diese Monate auch einem Trent Alexander-Arnold lassen. Aber wer auch tatsächlich sehr gut gestartet hat, das war die größte Überraschung mehr oder weniger für mich, war Álvaro Carreras. Für mich eine riesen Steigerung im Vergleich zu einem Fran Garcia. Ganz einfach, weil Carreras für mich ein Baller ist. Das sieht man bei jeder Ballkontrolle, bei seinen Zweikämpfen. Der weiß immer genau, was er wann zu tun hat. Und diesen Eindruck habe ich bei einem Fran Garcia nun mal nicht gehabt, das wisst ihr. Wobei ein Fran Garcia bei der Club-WM super gespielt hat, das muss ich auch sagen. Aber Álvaro Carreras war in der gesamten spanischen Liga, schaut es euch an, der Spieler mit den meisten Pässen im letzten Drittel. Dicht gefolgt von einem Pedri, einem Arda Güler, Federico Valverde, Frenkie de Jong etc. pp. Aber mit Abstand der erste Álvaro Carreras und das in seinem ersten Spiel.
Hat mich riesig für den Jungen gefreut. Man sieht auch, was für eine Illusion der hat. Ein Traum wird wahr. Der hat heute, glaube ich, noch auf Instagram gepostet. Manchmal leben wir unseren Traum und merken es noch nicht mal. Oder wir müssen manchmal uns bewusst sein, dass wir unseren Traum leben. Also, für mich eine Riesenfreude, dass Álvaro Carreras so bei Real Madrid gestartet hat. Freue ich mich auf die Saison mit dem neuen linken Verteidiger. Ja, wer auch ein überragendes Debüt gegeben hat, meiner Meinung nach, Dean Housen. Dieser Junge ist gefühlt aus dem Nichts gespawnt. Der war auf einmal bei Bournemouth und auf einmal entwickelt er sich meiner Meinung nach mehr oder weniger zum Herzstück, ist ein bisschen übertrieben, aber zu einem der wichtigsten Spieler im System Xabi Alonso. Das System Xabi Alonso funktioniert, weil Real Madrid Ballbesitz einen sicheren Spielaufbau haben möchte. Und dafür hat sich ein Xabi Alonso mehr oder weniger 3 Leute ausgesucht. Einer der wichtigsten, Dean Housen, der für den ersten sauberen Ball zu sorgen hat, damit der Ball sauber bei einem Arda Güler ankommt, bei einem Tchouaméni etc. und die dann sauber den Ball weiter nach vorne bringen. Und ein Dean Housen, ich habe gestern aus Spaß gesagt, er erinnert mich ein bisschen an Toni Kroos, er spielt wie Toni Kroos von weiter hinten. Ja, und dann schaut euch mal diese Statistik an. Die letzten 3 Mal in der Geschichte der spanischen Liga, dass ein Feldspieler über 15 lange Bälle gespielt haben, die auch angekommen sind, war das einmal Toni Kroos, 16 von 18 langen Bällen, einmal Toni Kroos, 18 von 21 langen Bällen und einmal Dean Housen, 16 von 17 langen Bällen in seinem Debüt. So, der hatte bisher einen Versuch. Was kann der noch erreichen, wenn der mal wie ein Toni Kroos 300, 400 Versuche hatte? Also, überragende Leistung von Dean Housen. Diese Statistik hat mich komplett verblüfft und ich wollte die mit euch teilen, weil ich noch darüber gedacht habe, ich sag doch immer, der erinnert mich an einen Toni Kroos. Also, tolles Debüt, aber natürlich auch in der Abwehrbewegung, Kopfballstark, die Zweikämpfe haben mir gefallen. Also, wie gesagt, ich bin begeistert und meiner Meinung nach entwickelt sich Dean Housen zu einem der besten Innenverteidiger der Welt. Ja, und wenn wir schon mal bei Statistiken etc. sind, wollte ich euch auch noch diese Statistik zeigen. Da könnt ihr sehen, wie viele Zuschauer in Spanien welches Spiel geschaut haben. Und wenn ihr da mal ganz nach unten guckt, dann seht ihr mit Abstand an einem Dienstagabend. Und ich kann euch versprechen, das ist in Spanien auch eine Uhrzeit, wo die Menschen noch auf der Straße unterwegs sind, wo sie noch mit den Kindern auf den Spielplätzen sind. Das ist eine Zeit, wo die Leute vielleicht gerade mal anfangen, Abend zu essen. Im Süden sogar noch später. Bei uns wird in der Regel um 22 Uhr essen die ganzen Leute Abend. Wir als Deutsche können uns daran noch nicht gewöhnen, aber jetzt möchte ich nicht darüber reden. Ja, Real Madrid mit Abstand die meiste Audienz. Es gibt Spiele, da haben die 40.000 Leute im Fernsehen geschaut. Und das sind nur die spanischen Fernsehwerte. Ihr könnt euch ja selber vorstellen, wie viele Leute im Ausland noch Spiele schauen von Real Madrid. Damit man mal sieht, wie wichtig Real Madrid für die Liga ist. Und dass Javier Tebas sich eigentlich 2- oder 3-mal überlegen sollte, ob er diesen Verein wirklich so sehr kritisiert. Diesen Verein, von dem die spanische Liga lebt. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid möchte da nicht aufhören. Real Madrid möchte noch wichtiger werden, noch mehr tun für die internationale Aufmerksamkeit der La Liga. Und der nächste Schritt ist, dass die NFL in Santiago Bernabéu kommt. Aber da hört es nicht auf. Real Madrid möchte noch dieses Jahr Konzerte im Santiago Bernabéu feiern. Was da los ist, die letzte Information hört ihr hier. Über das Stadion Santiago Bernabéu. Nun einfach, wie ihr wisst, wird Mitte November am 16. ein NFL-Spiel im Stadion Santiago Bernabéu ausgetragen und es wird daran gearbeitet, die Anlage entsprechend vorzubereiten. Und ursprünglich, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde, wurde verlangt, dass die Heimkabine abgerissen wird, weil ihr ja wisst, dass die Teams aus sehr vielen Leuten bestehen. Man muss Duschen einbauen, man muss alles herrichten. Am Ende hat sich der Club durchgesetzt und die Kabine von Real Madrid bleibt unberührt. Die Gästekabine hingegen wurde verändert. Gestern zum Beispiel konnte Osasuna das feststellen. Es gibt mehr Duschen. Außerdem werden auch einige Bereiche des Stadions hergerichtet. Zum Beispiel hinter den Trainerbänken und eine klappbare Tribüne im südlichen Bereich.
Die erste Reihe hinter den Toren wurde verkürzt und eine weitere, die am Spieltag auf- und abgebaut werden kann, wird entfernt, weil das Spielfeld für American Football 5 Meter länger ist als ein Fußballfeld. Also arbeitet Real Madrid, wie gesagt, an all diesen Dingen, um dieses Spiel am 16. November auszurichten. Madrid wird im November 3 Auswärtsspiele in Folge bestreiten, um in dieser Hinsicht Zeit zu gewinnen. Und was die Durchführung von Konzerten betrifft, wird Real Madrid rund 15 Millionen Euro investieren, um in diesem Zusammenhang zu versuchen, nun ja, durch diese Maßnahme die Dezibel zu senken, damit Konzerte stattfinden können. Es ist nicht so, dass das Bernabeu zu einer auf solche Veranstaltungen spezialisierten Location werden soll. Aber gemeinsam mit der Stadtverwaltung will man eine Genehmigung erwirken, um sogar noch vor Jahresende das erste Konzert veranstalten zu können. Ja, ich glaube, es kommt nicht so oft vor, dass sich ein Verein gegen die NFL durchsetzt. Also Florentino Perez, Respekt. Wie dem auch sei, die Kabine von Real Madrid bleibt unangerührt. Wäre auch traurig, die Kabine. Ich habe euch die Bilder gestern im Laufe gezeigt. Ich lasse sie mal parallel laufen. Das ist ja ein Traum, was aus dieser Kabine, dieser Kabinengang. Du gehst an den 15 Champions League vorbei. Bin ich mal gespannt, wie die NFL-Spieler das so empfinden werden. Also die Kabine von Real Madrid bleibt unverändert. Die Gästekabine wurde vergrößert. Ist logisch in der NFL. Wie viele Leute sind da in so einem Team? 80, 90? Also das sind ja immer mit Trainern und allem möglichen Physios. Also das Santiago Bernabéu wird ein bisschen umgebaut, an den ersten Reihen wird was gemacht. Aber meiner Meinung nach auch mit die wichtigste Information kam ganz am Ende. Real Madrid arbeitet mit der Stadt Madrid aktiv an diesen Dezibel-Problemen, die das Santiago Bernabéu hat. 15 Millionen Euro werden da reingesteckt, um die Dezibelraten runterzufahren. Das machen sie in Vereinbarung mit der Stadt Madrid, damit dieses Jahr noch die ersten Konzerte im Santiago Bernabéu wieder stattfinden können. Und diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben um die Finanzen von Real Madrid, diese Konzerte, natürlich bringen die Kohle und werden Real Madrid weiterhelfen. Aber auch ohne diese Konzerte generiert das Santiago Bernabéu fast täglich Geld. Und zwar gibt es da ganz viele Firmenmeetings, andere Events, ganz viele Events in den Katakomben oder in den ganzen Bürogebäuden von Real Madrid, nicht unbedingt auf dem Stadionboden, Messen etc. Also auch so hat das Santiago Bernabéu einen tollen Besuch, nicht nur an Spieltagen. Das Santiago Bernabéu generiert trotzdem viel Geld. Die Konzerte würden noch on top kommen. Und ich habe euch da meine Meinung schon zu gesagt. Jedes Geld für Real Madrid ist wichtiges Geld, denn wir konkurrieren gegen Mannschaften, die im wahrsten Sinne des Wortes Öl aus der Erde schöpfen und das in Fußballmannschaften reinstecken können. Ja, wie dem auch sei, das waren die Informationen heute aus dem Universum Real Madrid. Bin ich gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Was sagt ihr zu Franco Mastantuono? Was sagt ihr zu Carrerashausen? Was sagt ihr zum neuen Santiago Bernabéu? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin sage ich einfach: Alaba!